Herzlich willkommen beim Sauter Shop. Heute beschäftigen wir uns mit einem wesentlichen Bestandteil des Frästisches, nämlich den Einlegeplatten für Oberfräsen. Bei den Einlegeplatten unterscheiden wir grundsätzlich drei verschiedene Varianten. Das ist einmal die ELP 1.0, die ELP 2.0 und die ELP 2.0 Mini für kleine Oberfräsen. Zu den Gemeinsamkeiten der Platten. Alle Platten haben die gleichen Maße in Breite und Tiefe und in der Dicke. Die sind 9 mm stark, gilt im Übrigen auch für den Oberfräsenlift, egal in welcher Variante. Die oberen Platten sind identisch mit den Platten der Einlegeplatten. Oberfräsenlifte interessieren uns heute an dieser Stelle aber nicht. Daher weitere Gemeinsamkeiten aller Einlegeplatten sind die Nivellierschrauben, von denen wir an jeder Ecke 2 verbaut haben, die eingelaserte Millimeterskala links wie rechts, um den Parallelanschlag einfach sauber einstellen zu können. Geliefert werden die ELP 1.0 sowie die 2.0 als auch die 2.0 Mini mit Reduzierplatten bzw. Einlegeringen mit Durchmesser 32 mm oder 68 mm. Bei der ELP 1.0 können wir beide Ringe entnehmen und können dann mit einem 98er Durchlass arbeiten. Bei der ELP 2.0 Mini und der 2.0 wird der Durchmesser des Durchgangslochs über die Reduzierplatten bestimmt. Bei der 2.0 Mini geht das hinauf von 0 mm Bohrung, also keine Bohrung, bis hinauf zur 68er Durchlassbohrung. Bei der normalen 2.0 geht es hinauf bis ein Durchlass von 98 mm. Bei den Einlegeplatten, die für Oberfräsen hergestellt sind, die durch den Tisch verstellt werden können, wie beispielsweise Triton oder Trend T11, sind die Bohrungen für die Höhenfeineinstellung bereits gebohrt. Im Lieferumfang bei allen Einlegeplatten befindet sich jeweils ein Schraubensatz zur Befestigung der Einlegeplatte im Oberfräsentisch und ein Befestigungssatz für die Oberfräsen, die für die jeweilige Platte verwendet werden können. Soweit so gut. Schönen Dank für die Aufmerksamkeit. Bleiben Sie gesund. Auf Wiedersehen.